Das Mädchen, der Mann, die Gesundheit, Deutschland? In diesem Video lernst du die wichtigsten Regeln und Tendenzen kennen, um den Artikel eines Substantivs in der Einzahl zu erkennen oder zu vermuten. Der Daumen oben bedeutet, das kannst du lernen. Die Hand an der Stirn bedeutet, es ist kompliziert, weil es zum Beispiel viele Ausnahmen gibt. Und diese Geste bedeutet, ich weiß offen gestanden nicht, was ich dir raten soll. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's. Männliche Substantive lernst du immer mit dem Artikel der in der Einzahl und die in der Mehrzahl. Endet ein Substantiv auf ich oder ling, ist es immer männlich und du musst in der Mehrzahl ein e hinzufügen. Der Honig, die Honige, der König, die Könige, der Käfig, die Käfige, der Teppich, der Sittich, der Bottich, der Zwilling, der Lehrling, der Frühling. Auch männliche Personen und Tiere musst du immer mit dem männlichen Artikel lernen. Der Vater, der Sohn, der Friseur, der Löwe, der Besitzer. Monate, Wochentage und Jahreszeiten sind immer männlich. Der Januar, der Februar, der März, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Aber Achtung, das Frühjahr. Tageszeiten sind mit einer Ausnahme immer männlich. Der Morgen, der Mittag, der Abend. Aber Achtung, die Nacht. Himmelsrichtungen sind immer männlich. Der Norden, der Süden, der Osten, der Westen. Winde und Niederschläge kannst du immer mit dem Artikel der lernen. Der Regen, der Orkan, der Sturm, der Schnee. Autos und Züge sind immer männlich. Der BMW, der VW, der Mercedes, der ICE, der TGW, der RE. Aber Achtung, Motorräder sind weiblich. Die Kawasaki, die Suzuki. Berge sind immer männlich und du musst sie mit dem Artikel der lernen. Der Mount Everest, der Brocken, der Nanga Parbat. Die meisten alkoholischen Getränke sind ebenfalls männlich. Der Gin, der Whisky, der Wein. Aber Achtung, das Bier, die Bowle. Zahlreiche Substantive mit der Endung er sind männlich. Der Meter, der Eimer, der Körper. Aber Achtung, das Fenster, das Poster. Von einem Verb abgeleitete Nomen ohne Infinitivendung sind ebenfalls häufig männlich. Der Kauf, der Besuch. Aber auch hier Achtung, das Spiel. Substantive mit der Endung er, eur, loge, ist, et, ent und or sind fast immer männlich. Der Monteur, der Psychologe, der Motor. Und weil das sehr kompliziert ist, würde ich es am Anfang nicht lernen. Weibliche Substantive lernst du immer mit dem Artikel die in der Einzahl und die in der Mehrzahl. Endet ein Substantiv auf ung, schafft, heit oder keit, ist es immer weiblich und du musst in der Mehrzahl am Ende ein en hinzufügen. Die Übung, die Übungen, die Gesellschaft, die Gesellschaften, die Freundschaft, die Freundschaften, die Schönheit, die Schönheiten, die Möglichkeit, die Möglichkeiten. Weibliche Personen und weibliche Tiere musst du immer mit dem Artikel die lernen. Die Mutter, die Tochter, die Friseurin, die Löwin, die Besitzerin. Endet eine weibliche Person oder ein weibliches Tier auf in, achte auf die Bildung der Mehrzahl. Die Friseurinnen, die Löwinnen, die Besitzerinnen. Auch Zahlen sind immer weiblich. Die 1, die 2, die 3.
Substantive mit der Endung ität, ik, ans, ens, i, ei und ur sind weiblich. Die Universität, die Musik, die Toleranz, die Tendenz, die Pandemie, die Bäckerei, die Zensur. Zahlreiche Substantive mit der Endung e sind ebenfalls weiblich. Die Nase, die Blume, die Tasse. Achte in diesem Fall auf die Bildung der Mehrzahl. Sie erfolgt mit einem n. Die Nasen, die Blumen, die Tassen. Motorräder sind immer weiblich. Die BMW, die Suzuki, die Yamaha. Auch Schiffsnamen sind immer weiblich. Die Titanic, die Aida. Dies gilt auch für einige Bäume und Blumen. Die Linde, die Rose. Sächliche Substantive lernst du immer mit dem Artikel das in der Einzahl und die in der Mehrzahl. Bei einem Substantiv mit der Endung chen oder lein handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Diminutiv. Diminutive drücken aus, dass etwas klein, süß, niedlich oder schön ist und sind immer sächlich. Ein weiteres Merkmal ist, dass sich die Mehrzahl nicht ändert. Das Tischlein, die Tischlein, das Hündchen, die Hündchen, das Pflänzchen, die Pflänzchen. Substantivierte Verben mit Infinitivendung sind immer sächlich. Das Leben, das Schwimmen, das Kochen. Auch substantivierte Adjektive sind immer sächlich. Das Schöne, das Schlechte, das Bunte. Alle Metalle sind sächlich. Das Gold, das Silber, das Eisen. Zahlreiche Substantive mit der Endung tum und sind ebenfalls sächlich. Das Christentum, das Publikum. Substantive mit der Endung ment und ing sind sächlich. Das Dokument, das Doping. Aber Achtung, du hast gelernt, dass Substantive mit der Endung ling männlich sind. Alle Buchstaben sind sächlich. Das A, das B, das C. Sehr viele internationale Substantive sind ebenfalls sächlich. Das Filet, das Café, das Restaurant. Achte in diesem Fall auch auf die Bildung der Mehrzahl. Die Filets, die Cafés, die Restaurants. Kommen wir zum Schluss zu der Frage, welchen Artikel das Substantiv Deutschland hat. Richtig, die meisten Länder und Ortsnamen sind sächlich und du musst sie mit dem Artikel das lernen. Nur so kannst du sagen, ich wohne im schönen Deutschland, ich lebe im sonnigen Spanien. Wir vergessen es nur leider häufig, weil wir die Ausnahmen lernen. Die Türkei, die Schweiz und der Iran. Natürlich gibt es viele weitere Tipps, wie du den Artikel für ein Substantiv erkennen oder vermuten kannst. So sind zum Beispiel Berufe immer männlich. Der Arzt, der Polizist, der Anwalt. Währungen sind ebenfalls sehr häufig männlich. Der Euro, der Dollar, aber Achtung, die Lira. Parteinamen sind häufig weiblich. Die SPD, die CDU, die FDP. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben.